Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen tiefen Einblick. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo auch von mir. Wir haben heute eine ganz besondere Mission. Wir schauen uns eine absolut alltägliche Situation an, nämlich eine Zugreise. Eine Reise quer durch Deutschland, ganz genau von Kiel im hohen Norden bis nach München in den tiefen Süden. Genau, und das Besondere heute ist, dass wir das in einem sehr gemütlichen, entspannten Tempo machen. Richtig. Wir sprechen heute ganz bewusst in einfachem und klarem Deutsch. Das ist also perfekt für dich, wenn du auf dem Niveau A2 oder B1 Deutsch lernst. Du kannst dich einfach zurücklehnen, zuhören und entspannen. Und wir haben uns dieses Thema ausgesucht, weil so eine Reise eben nicht nur bedeutet, dass man in einen Zug einsteigt. Oh nein, ganz sicher nicht. Es ist oft ein echtes kleines Abenteuer. Es ist voller Überraschungen und Hürden. Ja, man verläuft sich in einer fremden Stadt. Oder die Technik funktioniert nicht. Oder es gibt plötzlich eine furchtbare Durchsage am Bahnhof. Und genau in diesen Momenten, also in diesen kleinen Stresssituationen, da passieren die interessantesten Dinge zwischen uns Menschen. Das werden wir heute ganz genau analysieren. Da freue ich mich drauf. Also fangen wir direkt an. Wir starten unsere Geschichte nämlich gar nicht am Bahnhof. Nein. Nee, wir beginnen auf der Straße. Jemand hat sich komplett verlaufen. Unsere Person sucht den Hauptbahnhof in Kiel und steht jetzt in der Luisenstraße. Und jetzt muss diese Person etwas tun, das viele von uns gar nicht mögen. Sie muss einen völlig fremden Menschen auf der Straße um Hilfe bitten. Oh ja, das kostet oft Überwindung. Total. Ehrlich gesagt, wenn ich mich in einer neuen Stadt verläufe, dann ist das für mich wie ein Labyrinth ohne Karte. Ich irre lieber 30 Minuten planlos herum, bevor ich jemanden anspreche. Warum machen wir uns das Leben da so schwer? Das ist psychologisch gesehen ganz normal. Also wir sind es durch unsere Smartphones gewohnt, immer unabhängig zu sein. Wir wollen Probleme alleine lösen. Wenn du jetzt einen Fremden auf der Straße fragst, dann zeigst du in diesem Moment eine Schwäche. Du sagst quasi: Ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ja, das stimmt. Man macht sich verletzlich. Man hat vielleicht auch Angst, dass der andere unfreundlich ist, oder? Genau. Aber in unserer Situation passiert etwas ganz Wundervolles. Der Fremde auf der Straße ist nicht nur nett, er gibt auch eine extrem gute Wegbeschreibung. Oh ja, die ist wirklich wie von einem Navi. Er sagt also, pass mal auf, gehen Sie 200 Meter zurück zur Hauptstraße. Dann biegen Sie links ab, laufen Sie bis zur Ampel und biegen dort nach rechts in die Viktoriastraße ein. Sehr präzise. Und dann sagt er noch, gehen Sie am Supermarkt vorbei und dann sind es nur noch 3 Minuten zu Fuß. Wahnsinn, oder? Das ist in einer Stresssituation extrem wichtig. Wenn wir verloren sind, dann haben wir ein bisschen Panik. Wenn jemand dann sagt, ach, das ist irgendwo da hinten, das hilft uns gar nicht. Nee, da bin ich danach noch verwirrter. Eben. Aber diese klaren Anweisungen, also links, rechts, Ampel, Supermarkt, das gibt unserem Gehirn Sicherheit. Die Panik geht sofort weg. Und jetzt kommt das Beste. Der fremde Mann erklärt nicht nur den Weg, er sagt, wissen Sie was? Ich komme einfach ein Stück mit. Ich muss sowieso in die gleiche Richtung? Das ist wirklich eine schöne Geste. Finde ich auch. Er begleitet unsere Person bis zum Supermarkt. Und auf diesem kurzen Weg fangen sie an zu reden. Also ein richtiges kleines Gespräch. Unsere Reisende erzählt, dass sie vor 6 Monaten für einen neuen Job in diese Stadt gezogen ist. Da sehen wir, wie schnell aus einer einfachen Frage nach dem Weg eine soziale Verbindung wird. Dieser kurze Smalltalk, also dieses Plaudern, das baut sofort Vertrauen auf. Ja, und sie sind sich auch total einig bei einem Thema. Sie sagen beide, dass man im heutigen Berufsleben, also mit dem ganzen Stress, oft die Zeit für das Wichtigste verliert. Für die Familie und die Freunde. Ganz genau. Und deshalb macht sie diese Reise nach München ja überhaupt. Sie will eine gute Freundin besuchen, die sie schon ewig nicht mehr gesehen hat. Das ist faszinierend. Das Teilen von Erfahrungen, wie zum Beispiel ein Umzug für den Job, das verbindet Menschen in Sekunden. Es zeigt einfach, wie wichtig diese kurzen menschlichen Kontakte im Alltag sind. Ist es nicht unglaublich, wie aus völlig Fremden in Sekunden kleine Retter in der Not werden können? Absolut. Das zeigt einfach, dass Menschen von Natur aus hilfsbereit sind. Ein wirklich schöner Gedanke. Aber unsere Reise geht ja noch weiter. Die Person kommt jetzt endlich am Hauptbahnhof in Kiel an. Und da wartet schon das nächste Problem. Ein richtiges technisches Rätsel. Lass mich raten. Der Fahrkartenautomat? Bingo.
der Ticketautomat. Sie möchte ein Ticket nach München Hauptbahnhof kaufen, aber das System streikt. Es geht einfach nicht weiter. Das kenne ich. Man tippt auf dem Bildschirm und nichts passiert. Ja. Und wieder muss ein Fremder helfen. Ein anderer Reisender am Bahnhof sieht das Problem und erklärt den Trick. Weißt du, was das Geheimnis von diesem Automaten war? Erklär's mir. Man muss zuerst das Datum und die genaue Uhrzeit auswählen. Also in diesem Fall die Taste ab sofort drücken. Und erst danach, wirklich erst danach, darf man den Zielbahnhof München eingeben. Ah, das ist ein ganz typisches Problem zwischen Mensch und Maschine. Wie meinst du das? Warum ist das so kompliziert? Naja, wir Menschen denken an unser Ziel. Wir denken, ich will nach München. Das ist das Wichtigste, also tippen wir München ein. Logisch, ja. Aber die Software von diesem Automaten ist oft ein bisschen älter. Sie funktioniert chronologisch, wie ein Kalender. Das System muss zuerst wissen, wann du fährst, bevor es alle Bahnhöfe in Deutschland durchsucht. Ach krass. Das heißt, der Automat zwingt mich eigentlich, wie ein Computer zu denken. Ganz genau. Und das frustriert uns Menschen natürlich enorm. Das kann ich voll und ganz verstehen. Aber gut, das Ticketziel ist jetzt eingegeben und jetzt kommt eine Entscheidung, bei der ich wirklich große Augen gemacht habe. Oh, was passiert? Es gibt 2 Optionen für den Zug. Option 1 ist der ICE. Das ist der ganz schnelle Zug. Der braucht nur 5 Stunden bis nach München. Und Option 2 ist der Regionalzug. Der braucht 8 Stunden. 8 Stunden. Und jetzt rate mal, was unsere Person wählt. Lass mich raten, den Regionalzug. Ja. Freiwillig 8 Stunden statt 5 Stunden im Zug sitzen. Also das klingt für mich erst einmal total verrückt. Warum sollte man das tun? Wenn man immer nur an Effizienz denkt, dann wirkt das natürlich verrückt. Aber hier passiert etwas anderes. Es geht um eine bewusste Entscheidung. Wir nennen das Entschleunigung. Entschleunigung? Also, dass man das Tempo aus dem Leben nimmt? Genau. Erinnerst du dich, die Person hat viel Stress im neuen Job? Sie hat wenig Zeit. Warum also im Zug auch wieder hetzen? Der Weg wird hier zum Ziel gemacht. Ah, ich verstehe. Und es gibt ja auch ganz praktische Gründe. Ja, stimmt. Der Passant am Automaten hat auch gesagt, der Regionalzug ist natürlich viel günstiger. Das spart richtig Geld. Ein guter Punkt. Und man hat im Regionalzug viel mehr Zeit, die schöne Landschaft in Deutschland zu genießen. Man kann aus dem Fenster schauen, lesen, einfach mal nichts tun. Das ist pure Erholung. Das passt wirklich perfekt zu der Erkenntnis von vorhin. Zeit für sich selbst ist extrem wertvoll. Richtig. Sie wählt übrigens auch die 2. Klasse. Die 1. Klasse ist zwar vielleicht ein kleines bisschen luxuriöser, aber der Preis ist einfach viel zu hoch. Das lohnt sich nicht. Eine sehr vernünftige Entscheidung. Finde ich auch. Sie bezahlt dann mit der Kreditkarte, gibt ihre Geheimzahl ein und der Automat druckt endlich das Ticket aus. Unten auf dem Papier steht ganz klar, Gleis 4, Abfahrt in 15 Minuten. Perfekt. Dann kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen, oder? Das sollte man meinen. Sie steht am Gleis 4, alles ist entspannt. Doch plötzlich, aus dem Nichts, leert sich der ganze Bahnsteig. Oh nein, die gefürchtete Durchsabe. Genau, eine laute Stimme aus den Lautsprechern. Wegen einer technischen Störung fährt die Regionalbahn nach München heute von Gleis 6 ab. Ah, ein Klassiker. Und jetzt kommt das Schlimmste. Der Zug fährt schon in 5 Minuten. Das ist doch der absolute Horror. Weißt du, das ist wie bei einem Vogelschwarm, der plötzlich komplett die Richtung wechselt. Das ist ein toller Vergleich. Ja, alle rennen plötzlich los. Wenn du diese Durchsage verpasst hast, dann stehst du da alleine und fragst dich wirklich, ob du den Weltuntergang verpasst hast. Ja, in solchen Momenten von plötzlicher Veränderung, da neigen wir Menschen extrem schnell zur Panik. Vor allem, wenn wir das Wort technische Störung hören und wissen, wir haben nur noch 5 Minuten. Das Gehirn schaltet dann oft auf Fluchtmodus. Und wie reagiert unsere Reisende? Anstatt auch panisch loszurennen, fragt sie einfach wieder jemanden. Sie spricht einen anderen Mitreisenden an. Sehr klug. Die menschliche Kommunikation ist hier die allerbeste Strategie. Das war auch die Rettung. Der Mitreisende bleibt nämlich ganz ruhig. Er sagt, einfach die Treppe hier hinuntergehen, unten den Schildern folgen und auf der anderen Seite wieder hochgehen. Die Zeit reicht völlig aus. Gegen Panik. Das bringt den Überblick sofort zurück. Total. Durch diese kurze Info kommt sie ohne Herzinfarkt am Gleis 6 an und sitzt endlich im Zug nach München. Puh, geschafft. Ja, aber das System schläft nie. Bei der Fahrkartenkontrolle im Zug gibt es gleich die nächste Unsicherheit. Was ist passiert? Unsere Person hat keine Sitzplatzreservierung. Und auf dem kleinen Display über dem Sitz stehen 3 Buchstaben.
GGF und das Wort freigeben, also GGF freigeben. Ah, gegebenenfalls freigeben. Hier wird es für mich wirklich interessant. Dieses GGF freigeben, ganz ehrlich, das klingt doch wie ein geheimer Geheimdienstcode, oder? Ja, das ist typisches Beamtendeutsch. Es ist einfach ein furchtbar unangenehmes Gefühl. Du sitzt da und denkst, jeden Moment kommt jemand und schmeißt dich von deinem Platz. Muss man denn so kompliziert kommunizieren? Das System der Bahn versucht hier flexibel zu sein, aber die Sprache ist eben sehr technisch. Es bedeutet nur, dass vielleicht später jemand mit einer Reservierung für diesen Platz zusteigen könnte. Und was macht der Kontrolleur? Der ist zum Glück super freundlich. Er sieht, dass die Person nervös ist. Er nimmt sein Gerät, schaut live im System nach und gibt Entwarnung. Sehr gut. Er sagt, für diesen Platz liegt heute gar keine Reservierung vor. Sie können einfach sitzen bleiben. Der Platz ist sicher. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Es zeigt uns, wie flexibel dieses scheinbar so starre Zugsystem eigentlich sein kann. Wenn der Mensch, also hier der Schaffner, das Werkzeug richtig nutzt. Hinter all diesen Maschinen und Displays stehen immer noch Menschen, die Lösungen finden können. Ja, und diese Flexibilität braucht unsere Person kurz danach gleich noch einmal. Das ist sozusagen die letzte Hürde auf dieser Reise. Lass mich raten. Verspätung. Richtig. Der Zug hat 5 Minuten Verspätung aufgebaut. Und unsere Reisende muss in Köln in einen anderen Zug umsteigen. 5 Minuten können da alles kaputt machen. Ja, das ist oft sehr knapp. Sie fragt also wieder den Kontrolleur. Und der beruhigt sie komplett. Er sagt, die Umsteigezeit reicht noch aus. Und nicht nur das, er sagt, das Zugpersonal kann dem anderen Zug in Köln Bescheid sagen. Ach, das ist ja toll. Ja. Er sagt einfach, hey, wir rufen die Kollegen an und dann wertet der andere Zug auf sie. Das beweist genau das, was ich vorhin meinte. Ein riesiger Zug wartet, weil 2 Menschen miteinander geredet haben. Die Technologie dient hier den Menschen und nicht umgekehrt. Eine richtig schöne Erkenntnis. Also, lass uns das mal zusammenfassen. Diese Reise von Kiel nach München war so viel mehr als nur reiner Transport von A nach B, oder? Auf jeden Fall. Es war eine ganze Reihe von kleinen Problemen. Der Weg in der Stadt, der komplizierte Automat, der schnelle Gleiswechsel, die Verspätung. Aber jedes einzelne dieser Probleme wurde auf die gleiche Art und Weise gelöst. Genau. Nämlich durch einfache, menschliche Kommunikation. Ein kurzes Fragen, ein bisschen Hilfe anbieten und schon war der Stress weg. Genau. Die Technik hat oft Fehler gemacht oder uns verwirrt. Aber die Menschen haben es wieder repariert. Und das bringt mich zu einem Gedanken, den ich dir, lieber Zuhörer, heute gerne mit auf den Weg geben möchte. Ein kleiner, vielleicht etwas provokanter Gedanke. Da bin ich gespannt. Wir machen unser Leben oft so furchtbar kompliziert, weil wir uns einfach weigern, um Hilfe zu bitten. Wir wollen alles mit dem Handy lösen, wir wollen niemanden stören. Aber stell dir mal vor, wie viel entspannter dein nächster Tag wäre, wenn du das einfach mal änderst. Mhm. Wenn du die Menschen um dich herum auf der Straße oder im Bahnhof nicht mehr als Fremde siehst, sondern als potenzielle Helfer, als Leute, die dir den Tag ein bisschen schöner machen können. Das nächste Mal, wenn du dich verläufst, steck das Handy einfach mal wieder in die Tasche und frag die Person neben dir. Das ist wirklich ein toller Ratschlag. Es tut uns allen gut, ein bisschen mehr miteinander zu reden. Absolut. Tja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen tiefen Einblicks angekommen. Die Zeit verging wie im Flug. Ja, wirklich. Wir hoffen sehr, dieses Gespräch in einfachem Deutsch hat dir gefallen. Wir wollten heute ja ganz bewusst auf dem Niveau A2 und B1 bleiben, damit du beim Zuhören auch dein Deutsch verbessern kannst. Wir hoffen, das hat gut geklappt. Wenn du keine weiteren spannenden Themen und leicht verständlichen Analysen verpassen möchtest, dann haben wir jetzt noch eine kleine Bitte an dich. Abonniere jetzt unbedingt unseren YouTube-Kanal. Genau, lass ein Abo da. Mach mit. Schreib uns deine eigenen Erlebnisse von Zugreisen in die Kommentare und sei ein Teil unserer tollen Community. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal und gute Reise, wo auch immer du hinfährst. Tschüss, mach's gut.